Und dann wurde es, dann kam noch ein T-34-Panzer reingefahren in diesen Fabrikhof. Vorher war schon ein Lastwagen gegen die Fabrikmauer geprallt, weil sie schon besoffen waren, als sie reinkamen. Der konnte nun nicht mehr fahren, weil das vorne das Fahrgestell so stand. Dann kam der T-34 rein, die mit ihren schwarzen Kappen und Öl verschmiert sprangen da raus. Und nun war der Schnaps aber ausgegangen. Wie haben Sie die Ankunft der Russen erlebt? Ja, recht dramatisch. Da ich ja wie gesagt zu Hause war und wir konnten dann auch wieder in unserer Wohnung, die Fenster waren zugepappt und zum Teil auch wieder zugenagelt und eingesetzt. In unserer Wohnung wohnen meine Mutter mit meinen beiden jüngeren Geschwistern hatten wir evakuiert nach diesem letzten schweren Angriff, wo es hieß, Festung Dresden wird jetzt. Wir hatten gedacht, jetzt kommen die Amerikaner, das war sozusagen das Sturmreifschießen der Stadt, dieser Angriff. Ja. Jetzt hat mein Vater gesagt, also raus mit der Mutter und meiner Schwester und meinem Bruder. Und die haben wir dann in Dorfheim bei Tharandt untergebracht und in einem Bauernhof. Und dort sind sie dann noch übrigens in die letzten Erdkämpfe geraten. Während in Dresden fast nichts mehr passiert ist, da draußen hat die SS-Division Frundsberg da draußen noch hin und her geschossen. Und dann haben wir also uns darauf vorbereitet, haben also auf eine Belagerung uns eingerichtet, haben Zwieback gebacken, soweit das möglich war. Kleine Vorräte, alles, was an eingemachten Gemüse und Obst noch da war, in den Keller gebracht und sichergestellt. Und dann war ich auf dem Dach oben von der Fabrik wieder nachts und da sah man immer diese Leuchtspurgeschosse, die über die Stadt weggingen. Dann brannte es in Radebeul draußen und dann brannte dieses Haus, habe ich alles vom Dach aus beobachtet, dieses Haus am Hotel Stadt Metz. Gegenüber war ein stabiles, großes Wohnhaus, das war stehen geblieben nach den Angriffen. Das brannte dann. Und dort waren auch Gefechte. Am Albertplatz lag dann ein abgeschossener T-34. Und am Tag vorher waren die Brücken gesprengt worden. Also wir wussten, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Und tatsächlich kamen dann am 8. Mai früh um 5 oder 6 die Friedrichstraße heraufgezogen, kam ein einzelner Russe. Er hatte einen Regencape um. Allein? Allein. Er hatte einen Regencape um, obwohl die Sonne schien. Und hatte seine Maschinenpistole mit der Trommel vor dem Bauch. Und ich stand vorne mit unserer Anna an der Tür von der Einfahrt. Da ging so eine 100 Meter lange Einfahrt in das Fabrikgelände und Wohngelände von Bramsch. Nach hinten kann man heute noch alles sehen. Und wir guckten durch auf die Straße. Und da kam der an. In der Ferne knallte es ein bisschen, aber nichts. Und blieb dann vor uns stehen und richtete die Maschinenpistole auf mich und sagte irgendwas. Und jetzt drehte die Anna Russisch auf ihn ein. Und dann hat er sie gefragt, das habe ich soweit nur gefilmt, weil sie dann gesagt hat, na Smolensk. Dann dachte ich, ja, jetzt sagt sie, dass er aus einem Dorf in der Nähe von Smolensk kommt. Und dann hat er gefragt, was hier? Und dann hat sie gesagt, hier gibt es Schnaps, komm mit. Und während wir noch da vorne standen, kam ein Pritschenlastwagen die Friedrichstraße hochgerast. So, nicht wahr? Und wir hörten schon von Weitem das Gejohle. Und dann schossen sie in die Luft, was übermut nicht, und so auf der Straße entlang. Da sausten die Blindgänger dann so übers Pflaster. Und der dröhnte an uns vorbei mit diesen johlenden Russen und hatte die Reklameaufschrift noch dran, Gurkenschmieder Seminarstraße. Und die verschwanden und der kleine Russe ging dann mit uns da rein und Anna, ich sage, was hast du dem gesagt? Ich habe gesagt, ihr gute Leute, er ist, also heute, wir würden sagen, er ist okay. Und das hatte sie mir komischerweise in der Zeit, als wir dann allein waren,
mein Vater und ich, hatte sie immer gesagt, mit ihrer Schwester, sie möchten Moskau hören. Weil sie natürlich mitgekriegt hatten, dass ich immer BBC höre oder den Soldatensender Westatlantik und so weiter. Und das haben wir dann ein paar Mal gemacht und die hatten nur keine gute deutsche Propaganda, die Russen nicht, sondern die Sendungen endeten meist mit dem Aufruf, Tod den Faschisten und deutschen Okkupanten. Und was ist denn? Die schießen mich doch sofort, die stellen mich an die Wand. Die sagen, ich wäre Soldat, ihr wisst ja, dass ich keiner war, sondern nur, ach, das nicht, sagt sie. Unsere Männer nicht schlecht, unsere Männer nicht schlecht. Aber dann, sagt es ganz komisch, wenn die Russen kommen, dann wird anders. Also sie wollte damit klar machen, die Fronttruppe, und das hat sich allgemein ja dann bestätigt gezeigt, die waren beschäftigt mit ihrem Kämpfen oder mit ihrem Siegen oder mit ihrem Vorwärts oder mit ihren Verlusten. Die waren nicht so schlimm, aber was danach kam, der Tross und natürlich auch gleich das NKWD bzw. KGB dann, ja, die gleich mitzogen. Und genauso hat sich das dann abgespielt. Sie hat also den kleinen Russen, den Soldaten ins Direktorenzimmer geführt, denn das war ja nun, dessen Frau hatte sie ja so beleidigt, nicht? Ja. Und da hat er dann dort gesessen im Direktorensessel und hat einen Tonkrug Schnaps, Bramschkorn vor der Nase gehabt. Und nun kamen sie aber von der Straße rein. Jetzt kamen die aus dem großen Fremdarbeiterlager Bremer Straße, Ecke Walterstraße, gegenüber von der Hafenmühle. Alle Nationen waren dort. Und nicht zu vergessen, die einheimische Bevölkerung. Alles brach bei Bramsch in die Einfahrt rein und Schnaps, Schnaps, überall nicht. Und dann machte man auch gleich so welche mit roten Armbinden, die riefen dann immer, hier Ruski, ich Kommunist, ich weiß wo Schnaps. Hier, nicht, irgendwas Rotes dran geheftet waren. Vielleicht waren sie vorher noch Blockwart gewesen. Also wie das umstürzt innerhalb von 24 Stunden, das war schon auch sehr, sehr bedrückend und interessant auch zu sehen. Und dann wurde also der Schnapskeller gestürmt mit den großen Fässern und immer mehr Russen kamen und füllten den Hof. Es war ein wahnsinniges Durcheinander. Wir hatten einen alten Pförtner von der Wach- und Schließgesellschaft. Der alte Herr, kommt der Name, ist egal, kommt nicht drauf. Der hatte einen weißen Schnauzbart, trug seine schwarze Uniform und die schwarze Mütze und hellblaue Kragenspiegel mit dem Schlüssel drauf. Und plötzlich eine andere Russin, die im Betrieb arbeitet, eine Deutsch-Russin, die kam plötzlich und schrie nach meinem Vater und sagte, der Doktor, Sie wollen den alten Köhler erschießen. Und das war dieser Nachtpförtner. Sie hielten ihn wegen der schwarzen Uniform für SS. Und wegen der hellblauen Kragenspiegel dachten sie auch sowas, denn hellblau ist die Frage des Waffenfarbe des KGB und des NKWD, die also so eine hellblaue Mütze sahen. Und der arme Köhler stand also schlotternd an der Hauswand. Und da kam nun wieder ein höherer russischer Offizier und ließ uns sagen, dieser Mann soll sofort diese Uniform ausziehen. Geben Sie ihm meinen Anzug anzuziehen. Ich kann nicht garantieren. Und da haben wir ihn dann reingenommen, dann von meinem Vater irgendeine Hose genommen, ihn angezogen und der alte Köhler galt nun nicht mehr als schwarzer SS-Mann. Also solche Sachen haben sich zu Dutzenden abgespielt und dann eben auch die Stürmung des Kellers, völlig besoffen, die lieben Landsleute immer vorne weg. Und bis ich mir dann dachte, Mensch, die lassen sich volllaufen, und wir haben nichts, die wir hier sitzen. Dann bin ich in den Garten gegangen, habe mir 2 Gießkannen geholt, bin auch mit in den Schnapskeller, habe die unter das Riesenfass mit Kirsch mit Rum gehalten, so hieß das, war dann ein Kirschlikör und dann noch irgendeinen anderen Likör habe ich volllaufen lassen und dann die Flaschen oben, die Gießkannen in der Wohnung, eine in der Wohnung, eine im Garten versteckt. Und dann wurde es, dann kam noch ein T-34-Panzer reingefahren in diesen Fabrikhof. Vorher war schon ein Lastwagen gegen die Fabrikmauer geprallt, weil sie schon besoffen waren, als sie reinkamen.
der konnte nun nicht mehr fahren, weil das vorne das Fahrgestell so stand. Dann kam der T34 rein und die mit ihren schwarzen Kappen und Öl verschmiert sprangen da raus und nun war der Schnaps aber ausgegangen. So viel war ja nicht da. Es waren ja Hunderte von Litern schon. Zum Teil auf dem Fußboden stand voll Likör. Da batschte man so drin rum. Es stank alles nach Essenzen, nach Pfefferminzlikör und Kirschlikör und Kakao und mit Nuss hieß es, also alles Fantasiemischungen natürlich. Und gutem alten Korn. Und dann wurden die ungemütlich und dann habe ich mich mit meinem Vater oben im Labor versteckt. Das hatte eine feuerdichte Tür. Dann haben wir uns zugeschlossen, haben uns da eingeschlossen und auf den Hof runtergeguckt. Und da sahen wir dann, wie dieser Panzer eine Trosse aus war von diesem Lastwagen, wie er rückwärts rausfuhr zur Friedrichstraße und diesen Lastwagen hinter sich herschleifte. Und plötzlich kam ein Jeep und raus sprang ein Leutnant und 3 Mann. Da sind wir dann wieder runter und der schrie dann immer, wo Chef, wo Chef? Und auch andere höhere Offiziere waren plötzlich da und mein Vater sagte, Chef ist nicht da, denn der Direktor war getürmt. Und er sagte, du Chef. Nein, sagt mein Vater, ich bin Chemiker, ich bin Betriebsleiter, Techniker. Wollte ich alles gar nicht wissen, das interessiert, versuchte einen, so wie mein Vater anfangs immer rumlief, hier muss doch ein Verantwortlicher sein. Nicht? Dann kam ein italienischer General in einem Auto in seiner hellgrauen Uniform mit Gold und Lametta und da sagt mein Vater, der kann vielleicht Französisch, da kann ich mich wenigstens mit dem verständigen, das geschah dann auch. Also solche Dinge passierten jetzt, ich muss das jetzt abkürzen und es wurde dann bestimmt, dass mein Vater, du Direktor, du Chef, und dann hieß es, dann kam einer der Brenner, wo mein Vater wusste, dass der früher in der KPD war, und er hatte mit Recht eine rote Armbinde und der wurde vorgeschoben, sagt, hier Max, geh du vor, sag den Russen doch, du bist doch alter Genosse und so. Und der war ungeduldig und sagte nur, also wer ist nun hier Chef? Und dann sagte er zu ihm, dann du Chef, zu dem Brenner. Und da sagte er, nee, Häfe macht bei uns der Doktor, wenn ich das mache, kommt Scheiße raus. Und das wurde dem übersetzt offenbar. Und dann blieb es also mein Vater nun. Und da wurde dann unter Schutz dieser Wache, dieses Leutnants mit seinen Leuten, der Hof geräumt mit Kolbenschlägen und in die Luft schießen und Fußtritten und Aufsammeln der Schnapsleichen, bis dann das raus war und dann konnte Bramsch alsbald, wurde darauf gedrängt, dass wieder produziert wurde, einmal Hefe und natürlich auch Schnaps.